Der CD-Spieler Quad 66. Hier wird das Metronom Upgrade Set eingebaut. Ich entferne zuerst den oberen Gehäusedeckel. Der Quad 66 ist bereits vollständig revisioniert. Das bedeutet, hier sind die Elektrolytkondensatoren getauscht. Hier sind alle Lötverbindungen erneuert. Da hier Ausfallerscheinungen am Display waren, wurde auch der Prozessor für das Display, der wurde komplett neu aufgelötet. Selbstverständlich auch die CD-Mechanik gewartet mit neuem Gummiriemen. Zusätzlich auch hier ein zweiter Riemen angebracht. Der ist dafür gut, diese CD-Klappe-Klemper, der die CD andrückt, gerade zu halten. Serienmäßig ist der hier nicht eingebracht worden, also keine Feder oder sonst irgendwas. Und dadurch ist diese Klappe manchmal etwas schief und verursacht dann hier Schleifgeräusche, wenn die CD anläuft. Deshalb Tipp, da einfach noch einen zweiten Riemen dran, wie auch in unserem Revisionsset bereits enthalten ist. So, dann schaue ich mir mal das Upgrade-Set Metronom an. Was haben wir hier? Einmal die Operationsverstärker. Die brauchen wir nicht, die bipolaren Koppelkondensatoren. Die sind ja schon bei der Revision, sind die ja schon hier eingebracht worden. Dann haben wir hier Schottky-Dioden, die brauchen wir auch nicht. Die sind auch bereits bei der Revision eingebracht worden. Wieso, weshalb Schottky-Dioden da besser geeignet sind, kann man im CD101 Video zum Netzteil sehen. Da habe ich das einmal erklärt. Das sind die neuen Operationsverstärker. Hier einmal der Metronom-Sockel, wo dann hier später der Wandlerchip drauf sitzt. Der sitzt ja jetzt schon auf einem Sockel und da wird im Prinzip der Sockel getauscht. Der Sockel taktet das wandlerinterne Shift-Register dann dynamisch. So, das ist das. Dann haben wir hier noch eine NOS-Bridge. Da mag man sich jetzt drüber streiten oder auch nicht. Hier das Datenblatt des Decoders SAA7210, der vor dem Digitalfilter SAA7220 sitzt. The device accepts data from the disk and outputs serial data direct to a dual digital to analog converter TDA 1541. Also übersetzt, der Decoder empfängt Daten von der Disk und gibt diese direkt an einen TDA 1541 aus. Und zwar ohne zwischengeschalteten Digitalfilter. Weiter im Text. The I2S output can also be fed via the stereo interpolating digital filter SAA7220. Also übersetzt, der Ausgang kann auch über den Digitalfilter SAA7220 erfolgen. Ein Digitalfilter ist also auch nach den Herstellern dieser Chips eine optionale Angelegenheit, keine verbindliche. Das wurde auch von einigen Herstellern so praktiziert. Hier zum Beispiel Schaltpläne eines Grundig CD35X oder CD8100. Man sieht, dort ist der TDA 1541 direkt mit dem Decoder verbunden, ohne dass dort ein Digitalfilter dazwischen ist. Hier fällt der analoge Filter ganz rechts im Bild dann etwas umfangreicher aus, was mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Und dann machen wir das auch so. Die Analogfilter, die hier um die Operationsverstärker sitzen, die bleiben in diesem Fall natürlich unbedingt erhalten, wenn man ohne Digitalfilter das Gerät betreibt. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann müssen wir das Gerät einmal völlig auseinanderbauen. Ich beginne mit der Frontblende. Und die gesamte Hauptplatine kann so entnommen werden. Ich entnehme zuerst den TDA 1541A, der hier von Quad mit einem schicken Aufkleber noch versehen wurde. Da steht drauf Selected DAC. Und beginne jetzt damit,
die beiden Operationsverstärker, den Sockel von dem TDA 1541 und den Digitalfilter zu entlöten. Mit etwas Flussmittel ist das Entlöten wesentlich einfacher. Das kann man natürlich auch jetzt mit so einer Entlötlitze machen. Man braucht also jetzt nicht unbedingt eine Pistole dafür, sowas wie dieses. Bei einem bereits fertig revisionierten Gerät geht es natürlich sehr einfach und schnell, diese Bauteile auszulöten und dann durch die entsprechenden neuen zu ersetzen. Dann geht es los, dass ich die einsetze. Ich fange dann mit dem Sockel einfach an. So, der Sockel ist eingelötet. Jetzt muss ich einen kleinen Kondensator entfernen, der zwischen Pin 16 und 17 sitzt. Natürlich fange ich hier an zu zählen. Hier ist die Markierung, die Einkerbung. Und dann links daneben 1, 2, 3, 4 bis 16 und 17. Das ist also hier zwischen den vorletzten und drittletzten. So, ein Blick in den Schaltplan. Das ist hier der TDA 1541A. Und hier an Pin 16 und 17, das ist dieser 680 Picofarad, der muss also entfernt werden. An der Unterseite, da sitzt dieser kleine SMD-Kondensator. Den entferne ich jetzt mit dem Lötkolben. Die anderen, die bleiben hier völlig unberührt. Das ist also sehr gut, das ist sehr kurz zu dem Shift-Register, zu den Pinnen gehalten. Da bitte nichts verändern. Da kann ich diesen SMD-Kondensator einfach so mit dem Lötkolben anheben. Und ich setze den ersten Operationsverstärker ein. Das ist jetzt beim Löten die Bruce Lee Dreifinger Todeskralle. Mit dem einen Finger unten drücke ich den Operationsverstärker an, dass der richtig aufsetzt. Und dann kann das Löten schon losgehen. Ich löte erstmal nur jeweils ein Pünktchen an, dass ich dann nochmal mich vergewissere, dass der richtig auf der Platine aufsitzt. Und die NOS-Bridge wird eingesetzt, mit 2 Punkten angeheftet. Und wenn sie denn richtig aufsitzt auf der Platine, alle Punkte, alle Pinne einzeln nachlöten. Nachdem der Filter eingelötet ist, muss ich hier eine zusätzliche Kabelverbindung aufbringen, um dem SAA 7210, das ist dieser Chip hier, mit dem Quarz hier zu verbinden. Das ist an der Unterseite hier der vorletzte Pin, da, und hier an dem 7210 ist das der drittletzte. Warum jetzt die Kabelverbindung da herstellen? Also wir sehen hier rechts, das ist der Wandler, hier der Digitalfilter. Und hier dann der SAA 7210. Der Digitalfilter hat hier diesen Quarz sitzen. Der braucht immer einen Eingang und einen Ausgang. Wie rum das läuft, ist egal. Dieser Quarz gibt hier den Takt vor. Und der SAA 72, der braucht diesen Takt auch. Der bekommt den hier aus diesem Digitalfilter von Pin 9 nach 19. Also wir haben diese Kabelverbindung ist da. X-In nennt sich das. Wir müssen im Prinzip eine zweite Kabelverbindung machen, um dann beide Eingang und Ausgang, das ist hier der Pin 18, mit dem Quarz verbunden zu haben. Wir müssen also eine Kabelverbindung machen von 11 am ehemaligen Digitalfilter nach Pin 18 am SAA 7210 hier, damit der Quarz hier mit beiden Seiten hier an dem SAA 7210 verbunden ist. Diese Kabelverbindung mache ich dann an der Unterseite, also im Prinzip von diesem Punkt hier zu diesem Punkt hier. Das ist unterm SAA 7210. Da sieht man da, wo das angelötet wird. Das ist also ein Pin, da führt keine Leiterbahn hin. Kurz abschneiden. Nummer 1 und Nummer 2. Als letzte Änderung verbleibt jetzt nur noch die Verbindung von diesem kleinen SMD-Transistor hier an der Unterseite zu Pin 15 der NOS-Bridge, das ist hier diese Leiterbahn hier vorne, das einmal zu unterbrechen,
sonst schaltet dieser Transistor das Datasignal vom I2S auf Masse und dann funktioniert hier gar nichts. Diesen Transistor hier entlöten. So, was macht dieser Transistor? Der sitzt hier, also der wird von dem Prozessor, wird der gesteuert, um das digitale Signal, was hier in den Wandler reingeht nach Pin 3, gehen wir die Leiterbahn einmal nach, der schaltet das auf Masse. Deshalb muss dieser Transistor entfernt werden, entlötet werden, damit die Funktion überhaupt möglich ist. Ich entlöte jetzt einfach den Transistor. Zum Entlöten wieder ein bisschen Flussmittel. Erwärme einfach diese 3 Kontaktpunkte des Transistors und kann dann den Transistor einfach so abnehmen. Das waren alle Änderungen. Jetzt kann schon der TDA 1541A wieder in den Sockel eingesetzt werden. Damit dieser Film jetzt nicht ganz so lang wird, mache ich den Zusammenbau des Quad als separaten Film einmal anschließen. So, der 1 Kilohertz Sinus auf beiden Kanälen identisch.